In diesem Video vergleiche ich für euch 4 verschiedene Fixierer für den Gelände- und Dioramenbau. Dazu wird jeder Fixierer auf verschieden gestaltete Bases aufgetragen, um Farbabweichung und Haltbarkeit optimal vergleichen zu können. Zusätzlich gibt's Tipps zur Anwendung sowie Infos zu den wichtigsten Bestandteilen und möglichen Gefahren. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer Gelände- oder Spielplatten baut und dabei mit Sand, Gras, Streu und Flock hantiert, kennt das Problem. Diese feinen Materialien rieseln nachträglich gerne zum Teil auch wieder herunter. Entsprechend lohnt ein Fixieren, sprich ein nachträgliches Verkleben von Sand und Streu, quasi als Schutzschicht. Der Klassiker unter den Fixierern ist mit Wasser verdünnter Holzleim. Hierbei bestimmt die Menge des zugefügten Wassers, ob der Mix dünn oder dickflüssig und wie hoch die Klebkraft ist. Tiefengrund bzw. Haftgrund aus dem Baumarkt wird üblicherweise beim Renovieren zum Vorbereiten von saugenden Untergründen verwendet. Durch gewisse Bestandteile ist Tiefengrund in unserem Hobby obendrein auch als Fixierer geeignet. AK Interactive bietet für Modell- und Dioramenbauer seit Jahren seinen Gravel & Sand Fixer an, der von seinem Datenblatt und der Zusammensetzung her einem Acrylfirnis aus der Malerei entspricht. Acrylfirnis ist dort nämlich ein erprobter Fixierer für Acrylgemälde. Ein weiteres Profi-Produkt ist der relativ neue Krautfixer aus dem Hause Krautcover, der nicht auf Acrylbasis, sondern auf einer Resin-Isopropanol-Mixtur basiert. Um diese 4 Fixierer nun miteinander zu vergleichen, bereite ich pro Fixierer mehrere Bases vor und beschrifte sie zunächst entsprechend. Holzleim, Tiefengrund, Gravel & Sand Fixer und Krautfixer. Auf jeweils eine Base gebe ich Holzleim, um sie dann in eine Krautcover-Base-Mischung zu drücken. Die verschiedenen Komponenten in dieser Soil of Sparta-Mischung sind ideal, um mögliche Verfärbungen durch die Fixierer zu testen. Auf die nächsten 2 Bases kommt ebenfalls Holzleim, um dann Steinchen und Sand aufzutragen und alles leicht festzudrücken. Nach dem Trocknen wird auf eine Base zusätzlich noch etwas dunkelgrünes Flock geklebt und dann helles Flock ohne Kleber drüber gestreut. Auf die jeweils 4. und 5. Base streue ich ohne jeglichen Kleber Steinchen und Sand sowie die Krautcover-Mischung. Damit soll die Klebkraft der Fixierer getestet werden, wenn man beim Geländegestalten zum Beispiel verschiedene Streus in mehreren Schichten ohne zusätzlichen Kleber aufträgt. Für den optimalen Vergleich habe ich jede Base zusätzlich noch als Referenz gestaltet. Der erste Fixierer im Test ist der Holzleim-Wassermix. Ich verdünne hierzu den Kleber nur so weit mit Wasser, bis eine dünnflüssige Konsistenz mit noch maximaler Klebkraft entsteht. Man könnte den Leim natürlich auch weiter verdünnen, allerdings lässt dann irgendwann die Klebkraft nach. Auch wenn der Mix beim Auftragen noch milchig weiß ist, trocknet er transparent aus. Auf Sand und Steinchen sickert der Mix gut nach unten durch, bei Flock dauert es allerdings ein wenig aufgrund der Oberflächenspannung. Dazu ein Tipp: Bei großen Flächen auf zum Beispiel Spielplatten hilft es, diese Bereiche vorher mit ein wenig Isopropanol einzusprühen. Tiefengrund verhält sich ähnlich wie der Holzleim-Wassermix und sieht auch fast genauso aus. Und keine Sorge, auch dieser weißliche Fixierer wird transparent austrocknen. Der Gravel & Sand Fixer von AK Interactive ist bereits transparent und extrem dünnflüssig und sickert somit problemlos in jeden Untergrund und auch ins Flock ein. Allerdings, der Fixierer verströmt einen intensiven und unangenehmen Geruch. Was sich hier genau in der Luft verteilt, verraten die spärlichen Warnhinweise leider nicht. Auch der Krautfixer riecht spürbar, wenngleich nicht so unangenehm und nicht so langanhaltend. Der Geruch liegt aber rein am Isopropanolanteil, wie die Hinweise auf der Flasche verraten. Entsprechend seiner niedrigen Oberflächenspannung sickert der Krautfixer ebenfalls gut in jeden Untergrund ein. Alle Bases habe ich dann 24 Stunden trocknen lassen und dabei bereits Folgendes festgestellt. Der Krautfixer war bereits nach rund einer Stunde durchgetrocknet, danach folgte der Gravel & Sand Fixer. Der Holzleim-Wassermix brauchte hingegen am längsten. Und während der Isopropanolgeruch vom Krautfixer relativ schnell verflogen war, hielt sich der deutlich unangenehmere Geruch beim Gravel & Sand Fixer rund 24 Stunden.
Kommen wir zu den Testergebnissen in Sachen Verfärbung bzw. Farbtreue. Der Holzleim-Wassermix und Tiefengrund dunkeln den Sand deutlich ab. Der Krautfixer sorgt hingegen nur für eine minimale Abdunklung. Am farbtreuesten ist der Gravel & Sand Fixer. Das sieht man gleichermaßen auf allen Sandbases, die sowohl mit als auch ohne Leim gestaltet wurden. Auch auf den Bases mit der Geländemischung sind diese Farbabweichungen klar zu erkennen. Hinzu kommt, dass kaum ein Fixierer den staubigen Look der Streumischung 100%ig aufrechterhalten konnte. Am besten gelingt dies noch dem Gravel & Sand Fixer, dicht gefolgt vom Krautfixer. Beim Holzleim-Wassermix und Tiefengrund fällt hingegen negativ auf, dass einige Details quasi verklebt wirken und somit leicht glänzen. Auf dem grünen Flock ist dies nur beim Holzleim-Wassermix der Fall. Alle anderen Fixierer haben die feinen Schaumstoffstrukturen prima erhalten. Jeder Fixierer hat allerdings eine leichte Abdunklung bewirkt. Kommen wir zur Haltbarkeit und betrachten uns zunächst die Bases, die komplett ohne Kleber gestaltet wurden. Grobes Drüberreiben mit einem Borstenpinsel und normales Anfassen halten alle Bases problemlos aus. Aufgrund der Optik haben hier allerdings klar der Gravel & Sand Fixer und der Krautfixer die Nase vorn. Besonders, weil hier alles schön matt ausgetrocknet und kein Verkleben-Effekt sichtbar ist. Auf den Flockbases hat der Holzleim-Wassermix zu einer fast steinharten Verhärtung geführt. Ein wenig weicher und flexibler ist es auf den Bases mit dem Gravel & Sand Fixer und dem Krautfixer. Noch weicher ist der Flock auf der mit Tiefengrund behandelten Base. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Der Holzleim-Wassermix sorgt zwar für die auffälligsten Abdunklungen und je nach Menge und Verdünnung auch für sichtbare Verklebung, aber es ist der mit Abstand günstigste Fixierer. Holzleim hat schließlich jeder Bastler zu Hause und eine Sprühflasche für große Flächen ist auch schnell zweckentfremdet. Wenn es also günstig sein soll und ein leichtes Abdunkeln okay ist, kann eventueller Klebeglanz ja mit Mattlack übersprüht werden. Tiefengrund bzw. Haftgrund ähnelt für mich den Ergebnissen des Holzleim-Wassermixes zu sehr, als dass ich dieses Mittel extra im Baumarkt kaufen würde. Denn außer dass es gebrauchsfertig ist, bietet Tiefengrund aus meiner Sicht keinen wirklichen Vorteil. Der Gravel & Sand Fixer mit einem Literpreis von rund 60 € überzeugt mit der knapp besten Farbtreue. Allerdings empfinde ich den lang anhaltenden Geruch als sehr unangenehm. Behandelte Flächen würde ich daher immer mindestens 24 Stunden draußen auslüften. Wen das aber nicht stört, greift zu oder kann sich wie gesagt auch im Künstlerbedarf nach Acrylfirnis umschauen, was je nach Hersteller einen günstigeren Literpreis als der Gravel & Sand Fixer hat. Mein persönlicher Testsieger ist letztlich der Krautfixer von Krautcover mit einem Literpreis von rund 50 €. Die Farbtreue ist sehr hoch und liegt nur minimal unter dem Gravel & Sand Fixer. Durch den Isopropanolanteil sickert der Fixierer schnell in jeden Untergrund und trocknet zudem am schnellsten aus. Hinzu kommt die hohe Klebkraft durch die Resinbestandteile, sodass gegenüber den anderen Produkten auf Acrylbasis fürs gleiche Fixierergebnis vergleichsweise wenig Krautfixer nötig ist. Gerade wer viel mit Flock arbeitet und zum Beispiel Bäume gestaltet, muss diese nun nicht mehr in Fixierer ertränken, damit alles gut hält. Und laut Hersteller kann der Krautfixer sogar noch mit bis zu 20% Isopropanol verdünnt werden, ohne dass die Fixiereigenschaften leiden. Dies soll gleichzeitig sogar das Abdunkeln verringern. Übrigens gibt es zu dem Krautfixer mittlerweile auch diesen Sprühaufsatz. Ideal, um Sand und Streu auf großen Flächen gleichmäßig zu fixieren. Apropos Sprühen, generell solltet ihr jeden Fixierer schon wegen der feinen Aerosole möglichst nicht in eurer Wohnung, sondern immer draußen versprühen. Holzleim und Tiefengrund enthalten darüber hinaus Fungizide, um Schimmelbildung durch Feuchtigkeit zu verhindern. Und die sollte man besser nicht einatmen. Mehr zu Krautcover-Produkten und eine extra Playlist mit Bastelanleitungen und Tipps findet ihr übrigens auf dem Kanal von Chickens Tabletop Crafting. Weitere Infos und Shoplinks zu allen Fixierern gibt's natürlich auch in der Videobeschreibung. Viel Spaß euch weiterhin beim Geländegestalten und nun auch beim bestmöglichen Fixieren. Wir sehen uns ebenfalls fix am nächsten Freitag. Bis dann!